Seit kurzer Zeit gibt es ja in Pattaya diesen City Sightseeing Bus, der also hier den geneigten Pattaya Touristen quer durch die Stadt auf verschiedenen Routen durch die Gegend fährt. Wir haben in einem vorherigen Video, was ich euch hier gleich mal verlinke und auch im Anschluss nochmal verlinke, die rote Tour bereits gefahren und euch alles gezeigt, was es dort zu entdecken gibt. Heute machen wir uns mal an die blaue Tour. Die blaue Tour geht so ein bisschen in die Peripherie von Pattaya, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, diese Orte. Starten tun wir wie immer am Rubberland, hier direkt an der Sukhumvit Road. Wir sparen jetzt mal, damit das Video nicht allzu lang wird, den Anfang. Das brauchen wir nicht, das haben wir im letzten Video schon mal gemacht. Und hier die erste Station auf der blauen Tour ist dann der berühmte Pattaya Floating Market. Damit hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem kleinen Sightseeing-Video wieder eingeschaltet habt. Die rote und die blaue Linie kreuzen sich nicht wirklich, allerdings ergänzen die sich sehr, sehr schön und vielleicht auch interessant von dem Urlauber, der seine Zeit hier in Jomtien verbringt. Könnte man also direkt den Pattaya Floating Market anfahren, mit seinem Auto dort parkieren oder mit dem Moped entsprechend, dann diese blaue Tour machen und auf der Rücktour steigt man dann am Tiger Park wieder aus, überquert vorsichtig diese Sukhumvit Road einmal, holt sich sein Moped oder Auto hier wieder ab und fährt dann wieder nach Hause. Muss also nicht unbedingt den Weg machen, den wir gemacht haben von der Innenstadt, sondern könnte auch nach dem Motto Hop in, Hop out hier wieder auf einer Zwischenstation einsteigen. Wie auch im Video zur roten Linie versuche ich hier nur so ein bisschen die Highlights mal schnell zusammenzuschneiden, ein bisschen was zu zeigen, was diese Tour so ausmacht. Das ganze große, lange Video mache ich euch dann im Laufe der nächsten Tage. Das wird dann sicherlich über eine Stunde lang werden, was man sich dann vielleicht in einer langen, einsamen, kalten Herbst- und Winternacht mal anschauen kann. Oder vielleicht gibt es ja auch wieder irgendwelche Dinge, wo man das Haus nicht verlassen darf. Und dann könnte man sich ja in aller Ruhe solche Videos anschauen, die lange Zeit gehen. Aber heute mal ein kurzer, schneller Überblick, wo es hier hingeht. Also die blaue Tour führt uns hier Richtung raus aus der Stadt, so ein bisschen Richtung Jomtien, Sattahip und so weiter. Also raus aus den bekannten Ecken. Auf dieser Tour fährt dann der Bus all die bekannten Orte ab, die vielleicht eher so für den Massentouristen interessant sind. Allerdings, wer auch ein bisschen mehr an Kultur, wer ein bisschen Tradition von Thailand und Pattaya natürlich auch interessiert ist, für den gibt es hier hinten natürlich auch Orte, die man sich anschauen könnte, die man besuchen könnte. Tagesausflüge zum Beispiel, die man dann, wie auch im ersten Video schon gesagt hat, hier unterbrechen kann, einfach aus dem Bus aussteigt und dann dort zum Beispiel an diesem Ort bleibt, mit dem nächsten Bus weiterfährt. Alles relativ einfach geregelt. Die Abfahrtzeiten der blauen Linie vom Rubberland sind 9 Uhr, 10:30 Uhr, 12 Uhr, 13:30 Uhr und 15 Uhr. Damit kann man also schon ungefähr sehen, eine Tour auf der blauen Linie, circa 1 Stunde 30 Minuten, die man einplanen muss. Auf dieser blauen Route gibt es dann 13 Stopps, die also überall auch angefahren werden, egal ob jemand einsteigen will oder aussteigen will. Der Busfahrer, der sich hier durch die engen Straßen der Vororte von Pattaya quält, der hält überall kurz an und wie gesagt, kurzes Handzeichen. Der Bus ist auch einmalig in seinem Design und auch entsprechend beschriftet, sodass man also auch nicht viel falsch machen kann und den richtigen Bus dann auch wieder findet. Steigt man jetzt zwischendurch aus, muss man so ein bisschen kalkulieren, okay, wie lange würde der Bus ungefähr brauchen. Bleiben wir mal bei unserem Anfangsbeispiel. Rubberland, Abfahrtzeit 10 Uhr, dann braucht der bis zum Floating Market ungefähr so 10, 15 Minuten. Und dann kann man sich also ein bisschen darauf einstellen, wo man wo warten muss. Das funktioniert. Beim letzten Video, das wir gemacht haben über die rote Linie, schrieb uns ein Zuschauer, ja Mensch, so eine App mit Live-Tracking wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dem stimme ich zu, wäre vielleicht eine Idee, was man hier für die Zukunft noch programmieren könnte, um halt genau zu sehen, aha, der Bus ist jetzt dort, lohnt sich hier mitzukommen, lohnt sich noch zu warten oder ich kann ein bisschen an der Sehenswürdigkeit bleiben, die ich mir ausgesucht habe, wo wir also gerade bei Zahlen sind. Ab jetzt wird also auch hier ein Fahrpreis erhoben, zwar immer noch ermäßigt im Moment, allerdings
für einen Erwachsenen 800 Thai Baht für 24 Stunden, wenn er denn Ausländer ist. Und für den Thailänder kostet das dann 300 Thai Baht. Auch hier dazu gesagt, diese Tickets gelten 24 Stunden. Das heißt, man könnte auch die halbe Tour am ersten Tag machen und die nächste Tour dann entsprechend am folgenden Tag fortsetzen. Ebenso gibt es Tickets für 48 und für 72 Stunden, die dann auch nicht deutlich teurer sind. Für Kinder gelten die halben Fahrpreise, also dann entsprechend 400 Thai Baht für ein ausländisches Kind und 150 Thai Baht für ein thailändisches Kind. Wie das dann geregelt wird, wenn ihr gemischte Kinder habt, Phalang und Thai, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht gibt es dann auch wieder einen extra Rabatt. Allerdings vielleicht ist es dann, um ein bisschen Geld zu sparen, gut. Wenn der Sprössling ein paar Brocken auf Thai spricht, dann gilt er nicht als Phalang. Wer weiß, vielleicht kann man so das ein oder andere Geld sparen. Der erste Stopp, sehr überraschend für mich, ich habe es zwar auf dem Plan gesehen, konnte mir aber nichts darunter vorstellen, ist hier eine Latexfabrik. Ja, warum die so besonders ist, ob die in irgendeinem Zusammenhang steht mit dem Rubber, auch wieder Latexland, wo die Busse abfahren, kann ich euch nicht genau sagen. Allerdings eine riesige Firma hier. Und auch hier standen Reisebusse vor der Tür, es gab Führung hier und so weiter. Ich muss mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, da mal genauer einsteigen, um mal zu lesen, was produziert diese Firma, warum ist die so wichtig, was macht die hier. Vielleicht weiß es aber auch ein Zuschauer schon von euch, dann kann er es ja uns unten in die Kommentare reinschreiben, dann wissen wir alle etwas früher Bescheid, als ich mich eingelesen habe. Und das richtig Schöne ist, weiter geht es hier durch die pure Natur, hätte ich beinahe gesagt. Hier ist es natürlich deutlich ruhiger als in der Innenstadt. Viel Grün, viel Vogelgezwitscher, sehr, sehr ruhig. Der Bus an sich macht auch wenig Lärm, wenn der fährt. Die Geschwindigkeit, die ihr hier in dem Video seht, ist so ziemlich die Originalgeschwindigkeit, mit der der Bus auch fährt. Also der brettert jetzt nicht von Punkt A nach Punkt B, um dann halt schnell dort zu sein, sondern er fährt das ganz gemütlich, ganz entspannt. Also man kann also auch dann, wie ich es im ersten Video schon gesagt habe, sich über die Kopfhörer zu all den Locations, die er anfährt, entsprechende Informationen holen. In 6 Sprachen angeboten auf Thai, Russisch, Deutsch, Koreanisch, Englisch und Chinesisch. Dazu kriegt man dann halt entsprechende Kopfhörer geschenkt, die man sich dann halt an seinem Vordermannsitz anpinnen kann und dann lauscht man halt den Ausführungen des Reiseführers hier. Er fährt natürlich hier auch sehr, sehr schöne Tempel an. Bevor ich mir hier die Zunge abbreche, wie dieser Tempel ganz genau heißt, schreibe ich es euch mal unten hin. Ihr wisst, diese thailändischen langen Namen sind sehr, sehr schwierig auszusprechen. Und ich will jetzt nicht hier unbedingt den Tempel verunstalten mit irgendeiner falsch ausgesprochenen Bezeichnung. Also auch hier wäre das zum Beispiel wieder so ein schönes Ausflugsziel, obwohl man den Tempel hier nicht so besonders sieht vom Bus aus. Man müsste also wirklich aussteigen, hier durch dieses Haus durchgehen und vielleicht erkennt man es im Bild hier etwas auf der rechten Seite. Ein schöner weißer Tempel, sehr, sehr große Anlage auch hier. Und hier auch nicht so viele Touristen, weil wir werden gleich noch zu ein paar Orten kommen. Da sieht es im Moment trotz Nebensaison völlig überlaufen aus, richtig voll. Wenn ihr im Moment hier in Pattaya seid oder auch generell in Thailand unterwegs, ihr werdet überall diesen Bussen begegnen, überall werden die Reisegruppen unterwegs sein. Ja, das ist halt diese Zeit und es wird sich natürlich auch nicht mehr verändern. Davon gehe ich zum Beispiel und auch die Tourismusbehörde aus. Kleiner Nebeninformation noch, werden wir uns hier weiter durch die Straßen schlängeln. Wir sind momentan bei ca. 94% des Touristenaufkommens, wie es war vor der C-Zeit. Naja, wer jetzt nochmal die letzten fehlenden 6% dazukommen, kann sich ja jeder vorstellen, wie voll und überlaufen es teilweise ist. Obwohl ich persönlich an vielen Orten hier, gerade in Pattaya, auch sehe, dass es ruhig ist, dass die Strände nicht überlaufen sind. Vielleicht muss man nicht direkt am Zentralfestival vorne am Beach sein, sondern kann so ein bisschen mit einem Moped, Badbus oder eigenem Auto rausfahren. Und dann hat man also auch ein bisschen Erholung, wenn man das denn sucht, wenn man das dann haben möchte. Oder ihr kommt mit uns hier mit auf so eine Tour. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man wirklich jederzeit buchen, 7 Tage die Woche. Und dann kann man hier also auch ein bisschen rausfahren. Vielleicht oder nicht nur vielleicht, ich gehe mal schwer davon aus, dass der ein oder andere Zuschauer auch schon hier oben gewesen ist von euch.
weil diese ganze Ecke ist hier nicht allzu weit weg von Pattaya. Wir reden hier immer so zwischen 10, 15, maximal 20 Kilometer, die sich der Bus hier vom Stadtzentrum entfernt. Man sieht immer im Hintergrund die Skyline von Jomtien zum Beispiel, hier auch an dem See. Man ist also nicht weit weg, lohnt sich dann vielleicht auch für Tagestouren, entweder mit dem eigenen Auto oder zum Beispiel, wenn man ein Freund von Motorradtouren ist. Das könnte man hier richtig schön fahren, ganz gemütlich hier den einen oder anderen Weg lang, dann in eins der vielen Restaurants links und rechts einkehren, zu einem neuralgischen Punkt, den man dann als Ziel sich vielleicht gewählt hat, dort sich in Ruhe alles anschauen. Ebenso gibt es hier Gästehäuser, kleine Resorts, kleine Hotels überall auf diesen Bergen rundherum, so dass man also auch hier vielleicht so eine Mehrtagestour machen könnte, wenn man halt nicht in einer verräucherten, lauten Kneipe sitzen möchte, was sicherlich einen anderen Reiz hat, als hier eine ruhige, entspannte Tour durch die Berge von Pattaya zu machen. Ist man ein bisschen sportlicher unterwegs, vielleicht habt ihr es auf der Straßenmarkierung gesehen, links und rechts grüne Radwege ausgewiesen, so dass man also auch hier ja vielleicht relativ gefahrlos auf diesen Radwegen diese Tour machen könnte. Allerdings geht es sehr, sehr weit hoch und runter in den Bergen. Das heißt, ungeübt wird das etwas schwierig mit so einer Radtour. Muss man doch schon ein bisschen trainiert haben oder längere Zeit darauf vorbereitet haben. Gerade auch bei den Wetterverhältnissen ist es vielleicht nochmal doppelt und dreifach anstrengend, als wenn man sowas vielleicht in Mitteleuropa macht oder so, wo eine Radtour sehr entspannt sein kann. Hier ist natürlich immer warm, hohe Luftfeuchtigkeit. Also ich glaube, ich würde es mir im Moment nicht zutrauen. Dazu ist meine Kondition einfach zu schwach. Ich genieße es lieber hier mit dem Bus zu fahren und mir hier alles wunderbar anzuschauen. Dadurch, dass der Bus halt sehr, sehr langsam fährt, sieht man natürlich auch sehr, sehr viel links und rechts. Riesengroße Resorts, ganz große Anlagen, wo man teilweise auch wundert, ja, was ist das hier alles, was haben die Leute sich gebaut hier? So ein bisschen römischer Stil hier auf der linken Seite. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Silver Lake. Das wird sicherlich der ein oder andere auch kennen. Dort haben wir auch schon mal ein Video gemacht von diesen großen Weinbergen mit der großen Weinproduktionsanlage. Also auch alles hier sehr, sehr schön gelegen inmitten der Landschaft mit viel Grün, mit sehr viel Wasser und so weiter. Hier oben entstehen, vielleicht hat man es auch in dem einen oder anderen Bild jetzt auf dem Video schon gesehen, auch immer mehr Eigenheimsiedlungen, Villenanlagen und so weiter. Also hier hinten wächst Pattaya auch weiter, so dass man also, wenn man vielleicht nicht unbedingt in der Innenstadt wohnen möchte, sondern eher hier draußen so ein bisschen sein will, könnte man sich also auch hier vielleicht mal nach einer Immobilie umschauen. Wird sicherlich auch nicht ganz kostengünstig sein. Die Lage hier ist entsprechend, auch wenn es halt von der Innenstadt oder von den großen interessanten Touristen-Hotspots weit, weit weg ist. Aber vielleicht mag es der ein oder andere im Alter dann halt ein bisschen ruhiger und kann sich dann hier auch mit solchen Locations anfreunden. Certo da correnteza, aos pinguins na natureza, até a paciência que vem tão devagar. Eu não me canso de pensar que era com você. Dass diese Gebiete hier nicht ganz so abgelegen und so uninteressant sind, wird sich gleich zeigen. Hier gibt es zum Beispiel jetzt als nächstes, was wir hier anfahren, auch einen großen Wasserpark.
Gibt ja hier zwei ganz große, einmal diesen etwas älteren Ramayana Waterpark, sicherlich der bekanntere noch, vielleicht war auch der eine oder andere von euch schon mal hier gewesen, und den zweiten großen Wasserpark, der ja nur wenige Kilometer Luftlinie von hier entfernt ist, der auch angefahren wird. Das ist halt eine etwas neuere, aber auch hier sehr gut besucht im Moment. Viele Busse hier, lautes Geschrei. Also ja, auch diese Dinge sind halt hier bekannt, sind auch interessant scheinbar für die Urlauber, die hier vielleicht in der Nähe sind, weil hier kommt man nicht zufällig hin. Also hier fährt man nur ganz gezielt raus. Hier ist man nicht, weil man zufällig sagt, mein Gott, schau mal, da drüben ist ein schöner Waterpark, da gehe ich hin, weil man das auf irgendeiner Tour mal gesehen hat, die man im Badbus hatte oder die man spazieren gehen durch die Innenstadt gesehen hat. Hier muss man dann doch schon sehr gezielt rausfahren. Allerdings, wie gesagt, auch hier Resorts, kleine Hotels in der Nähe, die dann entsprechend vielleicht auch mit dem Wasserpark hier zusammenarbeiten, um den Urlauber dann dorthin zu schicken. Es gibt ja auch so Leute, die extra in die Nähe von Vergnügungsparks fahren, um dort ihren Jahresurlaub zu verbringen. Vielleicht wird der ein oder andere auch seinen Jahresurlaub gerne an einem Wasserpark verbringen. Wer weiß das schon, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Jeder kann sich da selbst entscheiden, was er da machen möchte, weil wir haben jetzt hier nochmal den nächsten großen Anfahrtspunkt, vielleicht auch schon bekannt, vielleicht auch schon mal gehört. Es geht hier zum Buddha Mountain, Khao Chi Chan, dieser berühmte Buddha, der in diesen Berg gehauen ist, der vergoldet ist und nachts so wunderschön angestrahlt ist und von wo man auch den wunderbaren Blick in die Region hat und so weiter. Also sehr bekannt, sicherlich auch schon mal von dem einen oder anderen Pattaya-Urlauber als Tagesausflugsziel gewählt worden. Wir biegen hier dann gleich wieder auf die Sukhumvit Road ein, geht also immer noch ein bisschen weiter weg von Pattaya. Wir entfernen uns noch mal so ein bisschen. Nächster Stopp auf unserer kleinen Tour ist hier der Nong Nuch Garten, ein weltbekannter, riesiger botanischer Garten. Sicherlich einer der schönsten, die es auf dieser Welt gibt. Eine riesige Anlage, wo man also auch dann entsprechend viel Zeit mitbringen müsste, wenn man sich die komplett anschauen will. Vielleicht auch hier wieder der eine oder andere Zuschauer schon mal individual hier gewesen. Fährt also auch diese blaue Buslinie an, so dass man sich also auch hier diese entsprechende Ecke in Ruhe anschauen kann. Alles im Moment, vielleicht auch für alle Zeiten, absolut touristisch, komplett überlaufen. Und wenn man das Areal sieht, was man hier hat, um alleine die Reisebusse abstellen zu können, das zieht sich hier kilometerweit hin, dann kann man sich vorstellen, für welche Kapazitäten das hier ausgelegt ist. Ebenso gibt es hier natürlich noch ein Convention, also ein Ausstellungscenter, wo dann sicherlich auch noch Großveranstaltungen stattfinden. Das heißt also, auf dieser Ecke ja, seine Ruhe zu haben, wird sehr, sehr schwierig. Wir fahren jetzt hier direkt mal rein. Also es wird hier trotz der sehr, sehr hohen Eintrittspreise, die hier verlangt wird, niemals ruhig werden. Es ist aus meiner Sicht absolut jeden Thai Baht wert, was man hier an Eintritt bezahlen muss. Warum? Weil solche Pflanzen, Tiere und alles, was es hier gibt, sich anzuschauen und anschauen zu können, ist wirklich ein Erlebnis. Dazu auch diese ganzen Skulpturen mit den Dinosauriern und so weiter. Auch davon hatten wir ja schon mal ein Video auf unserem Kanal hier gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir hatten damals das Glück oder Pech, je nachdem, wie man das sehen möchte, hier zur höchsten C-Zeit zu sein. Das heißt, wir waren dann teilweise ganz alleine hier gewesen. Es gab extrem günstige Eintrittspreise, damit man überhaupt ein paar Besucher in die Parks locken konnte. Jetzt ist das natürlich ganz, ganz anders. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde mal vorsichtig schätzen, dass hier eine dreistellige Anzahl von Bussen steht und die auch dann entsprechend hier die Urlauber und so weiter abgekippt hat. Ist absoluter Massentourismus. Aber ihr seht, das ist ein Areal, das ist so groß wie ein Flughafen hier. Und hier reiht sich dann ein Bus an den anderen. Entsprechend lange Schlangen dann auch im Eingangsbereich, so dass man also auch hier ein bisschen Zeit mitbringen müsste. Da das Gelände hier natürlich sehr, sehr weitläufig ist, verläuft sich das auch natürlich ein bisschen. Man wird also die ganzen Touristen nicht auf einem Punkt haben, sondern es verstreut sich in der Weitläufigkeit der Anlage. Ganz im Gegenteil zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Floating Markt, den wir ja vorhin schon mal gezeigt haben, wo ähnlich viele Busse da an- und abfahren und auch dort rumstehen, da ist alles natürlich dann komprimiert. Da sind alle Leute auf einem Punkt zusammengefercht. Dort noch heutzutage ein Video zu machen, wäre fast unmöglich.
Über die Qualität des Essens und so weiter kann ich nur spekulieren, weil ich glaube, das würde ich mir im Moment nicht antun. Und wenn die Hoffnung der Tourismusbehörde so bleibt, dann bleiben mir auch die Touristenzahlen so hoch. Das bedeutet für mich, dass wir zum Beispiel den Floating Market hier von innen nie wieder sehen werden, ebenso den Nong Nook Garten. Wie gesagt, ich bin dann vielleicht so ein bisschen auch egoistisch oder vielleicht will ich dann auch ein paar Sachen für mich alleine haben, was natürlich technisch und auch aus finanziellen Gründen überhaupt nicht möglich ist. Aber zum Beispiel auf dieser netten Bustour hier heute waren wir ganz alleine, keine anderen Fahrgäste dabei gewesen. Es ist halt noch nicht so richtig bekannt. Es muss sich halt, wie auch im ersten Video schon gesagt, durch Werbung, durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder halt auch durch Social-Media-Influencer, zu denen wir definitiv nicht gehören. Dazu sind wir viel, viel zu klein. Unser Einfluss hier auf den Tourismus in Thailand ist gegen null. Aber man muss das ja auch immer ein bisschen langfristig sehen. Dann weiß man ja auch, okay, wir planen weit, weit, weit in die Zukunft. Auch wenn es am entfernten Horizont natürlich ein paar dunkle Wolken bereits gibt. Ich weiß nicht, ob ihr auch die asiatischen Nachrichten verfolgt, wo jetzt auch in China vielleicht nicht mehr alles ganz so rosig ist. Viele Leute Geld verloren haben durch diese Immobiliengeschichte dort. Wird mittelfristig, davon gehe ich aus, auch Auswirkungen auf den thailändischen Markt hier haben. Das heißt, Investoren werden sicherlich weniger Geld haben, um halt hier ihre riesen Hightower und so weiter zu bauen, weiterzubauen oder entsprechende Projekte halt zu finanzieren. Aber das wird uns ja Normaltouristen hier nicht wirklich tangieren. Damit von solchen Dingen sind wir viel zu weit weg. Wir bleiben lieber bei den kleinen Sachen und kommen hier direkt am Columbia Pictures Aquaverse an, also der richtig neue Wasserpark. Wenn ich es richtig im Kopf habe, da gibt es auch ein Video auf unserem Kanal, hat der vor knapp einem Jahr mal aufgemacht. Also hier noch mal größer, noch mal neuer, noch schriller, noch bunter. Auch hier selbst unter der Woche, wir haben heute Donnerstag, sehr gut besucht. Die entsprechenden Gruppen kommen hier an. Dieser Wasserpark vielleicht auch noch ein bisschen einfacher zu erreichen. Jetzt nicht mit einer offiziellen Badbuslinie, das ist klar, aber mit einem eigenen Auto. Wenn man mutig ist mit dem eigenen Moped, könnte man locker hierher fahren. Ansonsten also auch mit dem Taxi, Grab, Bolt, was es da alles so gibt, könnte man das auch als Tagesausflugsziel hier anvisieren und dann den ganzen Tag halt hier in dem Wasserpark verbringen. Der ist noch sehr neu und sicherlich auch von den Attraktionen moderner als der andere Wasserpark, den wir jetzt eben gesehen haben. Und da der etwas näher halt auch an Jomtien liegt, vielleicht auch recht gut besucht von den entsprechenden Urlaubern, die hier herkommen und die dort als Urlaubsziel Jomtien gewählt haben. Ja, zurück. Wir nähern uns also jetzt wieder immer weiter Richtung Pattaya, Sukhumvit Road. Ihr seht es heute zum Glück auch kein Stau. Weiß nicht, wie das mit den Buslinien denn wird, wenn das hier kilometerlange Staus hat, wie das oft am Wochenende der Fall ist oder bei Regenwetter, dann ist hier auch immer sehr, sehr voll. Es wird natürlich auch auf der Sukhumvit Road weiterhin an allen Ecken und Enden gebaut. Das heißt also, da sind teilweise auch richtig schwierige Verkehrsverhältnisse. Am heutigen Tag ist das alles entspannt. Der nächste Halt wird hier sein an der Ambassador City in Jomtien. Ist also dann auch geeignet für die Leute, die hier in den großen Kondos, die es ja auf der linken Seite Richtung Beachfront gibt, also all diese großen Tower, die man also auch immer weiter sieht. Vielleicht wäre das also auch eine gute Möglichkeit, hier dann einzusteigen, einmal rumzufahren, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, mit einem eigenen Auto zu fahren. Nicht jeder möchte vielleicht dann in seinem Urlaub hier noch mit Taxis und so weiter unterwegs sein, sondern hat hier so ein 3-Tages-Ticket. Macht Sinn, kann man machen, kostet natürlich eine entsprechende Kleinigkeit und ist aber auch nicht vergleichbar mit einer Individualfahrt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, was es von der Pattaya Innenstadt kosten würde, raus zum Nong Nook Garten zu fahren mit einem Bolt oder Grab. Ich würde mal gefühlt sagen, 300, 400 Thai Baht ist man auch dabei, also je nachdem. Und dann muss man natürlich auch wieder zurück, das heißt derselbe Fahrpreis nochmal. Ob sich das lohnt, ob sich das rechnet für den Einzelnen, muss er dann für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, wir können es euch immer nur vorstellen, wir können euch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ob man das dann zum Schluss annimmt oder auch nicht, das muss natürlich dann jeder im Urlaub selbst entscheiden. Ja, hier könnte man noch ein paar Träume wahr werden lassen am Yachtcenter.
Auch sehr, sehr schön, die Ocean Marina hier. Haben wir natürlich auch schon das ein oder andere Video von gemacht. Kann man sich auf unserem Kanal auch anschauen. Oder vielleicht auch der ein oder andere Bootsbesitzer unter unseren Zuschauern hier. Dann ist es natürlich interessant. Dann kennt ihr aber auch die Ecke, weiß, wo sein Boot liegt. Damit könnte man natürlich nochmal richtig Eindruck schinden. Vielleicht auch der Grund, warum ich gerne noch ein Boot hätte, aber es hier bei der heimischen Regierung nicht durchbringe. Ja, manchmal ist das Leben als Ausländer einfach wirklich schwer. Ziemlich die vorletzte Haltestelle, die es hier auf dieser kleinen Strecke gibt, bevor wir das mit dem Video auch hier schon beenden werden, weil das haben wir alles schon gezeigt auf der roten Linie, wird dann der Tiger Park sein. Dort kann man also auch, wie gesagt, sehr gut ein- oder aussteigen, wenn man hier in Jomtien ist. Bevor dann die gesamte blaue Tour zu Ende geht, gibt es noch 2 Haltestellen, Underwater World und Outlet Mall, bevor es dann wieder beim Rubberland eigentlich endet, wo es begonnen hat. Dort gibt es dann also auch Tickets. Vielleicht noch der Hinweis, wenn man unterwegs einsteigt, hat der Fahrer jetzt am heutigen Tag zum Beispiel uns erzählt, dass er keine Kasse hat und auch keine Tickets und so weiter, sondern man müsste dann, wenn man unterwegs ein- und aussteigt, zum Rubberland fahren und sich dort sein Tagesticket holen. Vielleicht ist das nochmal ganz interessant. Das funktioniert noch nicht hundertprozentig richtig, dass man also einen Kassierer unterwegs dabei hat, der dann die Tickets verkauft und so weiter. Vielleicht ist das aber auch dann am Wochenende schon, dass dann 2 Leute auf der Tour unterwegs sind, die dann entsprechend diesen Service auch mit anbieten. Wäre sicherlich eine Möglichkeit. Oder ansonsten halt, wenn man zwischendrin eingestiegen ist, beim Rubberland Bescheid geben, dort dann sagen, okay, ich hätte gerne noch ein Ticket, weil das ist ja dann 24 Stunden und so weiter gültig. Damit hat man dann also auch gar keine Probleme. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist das Video doch länger geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir sind hier in freundlichen 10 Minuten durch. Jetzt ist es knapp eine halbe Stunde geworden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir hier als virtuellen Reiseführer durch das Umland von Pattaya auf der blauen Linie von der neuen Pattaya Sightseeing-Linie zu fahren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Gerne eure Ideen, Anregungen und was ihr euch sonst so bewegt, unten in die Kommentare. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.